Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen deftigen Spitzkohl-Kartoffeleintopf mit Möhren und Mettwürstchen. Dafür als erstes eine Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem habe ich hier noch 2 bis 3 Knoblauchzehen, ebenfalls abziehen und fein hacken. Wenn das erledigt ist, einen großen Topf oder eine Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für ein paar Minuten glasig darin anschwitzen. In der Zwischenzeit bereiten wir die weiteren Zutaten vor. 500 Gramm geschälte Kartoffeln in kleine Würfel schneiden. Ich habe hier eine festkochende Kartoffel verwendet. Außerdem 1 bis 2 Möhren, je nach Größe, schälen und ebenfalls in kleine Würfel oder Scheiben schneiden. Cooper bekommt natürlich wie immer auch eine Möhre ab. Und danach geben wir die Kartoffel- und Möhrenstücke mit in die Pfanne. Außerdem 1 Esslöffel körnigen Senf und noch etwas süßes Paprikapulver dazugeben, einen halben bis 1 Teelöffel. Alles einmal gut umrühren. Und jetzt gießen wir das Ganze mit Gemüse oder Fleischbrühe auf. Ich habe hier ca. 1 Liter Gemüsefond verwendet. Zum Kochen bringen und schon mal für 7 bis 8 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Rühren köcheln lassen. Währenddessen kümmern wir uns um die letzten Zutaten. Einen kleinen Spitzkohl grob in Streifen schneiden, insgesamt ca. 500 Gramm Spitzkohl und zum Schluss noch 4 Mettenten einfach mit einem Messer in Scheiben schneiden. Spitzkohl und Würstchen anschließend mit in die Pfanne geben, ein wenig darin verteilen und das Ganze für weitere 7 bis 8 Minuten mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange, bis die Kartoffeln komplett gar sind und der Spitzkohl die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss den Deckel einmal abnehmen. Jetzt gebe ich noch 1 bis 2 gehäufte Esslöffel Creme Fraiche dazu. Außerdem mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Ein letztes Mal gut umrühren und dann sind wir auch schon fertig. So sieht der Spitzkohl-Kartoffeleintopf dann aus. Jetzt vom Herd ziehen, mit gehackter Petersilie garnieren und servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.